Mir geht es wirklich gut, du brauchst dir... Ah, bei mir nicht. Und daran bist du schuld. Mann, du bist so ein Egoist, echt. Du hast alles kaputt gemacht. Alles. Kriminalkommissarin Henriette Wolf. Wir haben unsere Zeugenaussagen schon zu Protokoll gegeben. Aber nun verdichten sich die Hinweise auf Mord. Sie haben Frau Weber verlassen wegen einer anderen Frau. Sie wissen doch gar nicht, was wirklich zwischen den beiden vorgefallen ist. Alte Liebe rostet nicht. Wollen mir also einreden, dass Philipp mit Antonia wieder etwas angefangen hat? Er wäre nicht der Erste, der eine alte Liebe wiederbelebt und dann vor der Kulisse. Ja, genauso wird's gewesen sein. Und im Anschluss hat er sie umgebracht, weil... Sie mehr von ihm wollte, zurück an seine Seite oder ihm gedroht hat, Ihnen erneut etwas anzutun. Sagen Sie nicht, das wäre völlig abwegig. Ich sage Ihnen, dass ich Philipp vertraue. Und jetzt hören Sie auf mit Ihren haltlosen Unterstellungen. Wie Sie meinen. Ich wollte Sie nur warnen. Wenn Sie mich fragen, dann sollten Sie nicht zu gutgläubig sein. War's das jetzt? Sicher? Gut. Meinen Flieger habe ich ja wohl verpasst. Tja. Sie werden sicher verstehen, dass ich unter den gegebenen Umständen darauf bestehen muss, dass Prinz zu Hohenfelden sich in der nächsten Zeit zu unserer Verfügung hält. Immerhin wird er des Mordes verdächtigt. So leid es mir tut, aus Ihrer Fernreise wird wohl nichts. Das tut Ihnen leid? Andererseits, Sie können natürlich fliegen. Und einer so stabilen und gewachsenen Beziehung wie Ihrer wird eine Fernbeziehung sicher nichts ausmachen. Macht Ihnen das eigentlich Spaß? Was jetzt genau? Auf den Gefühlen anderer rumzutrampeln? Weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich mache hier nur meine Arbeit. Wir haben heute Abend eine Prüfung. Bauphysik. Ah, das macht uns gar nichts. Wir sind gut vorbereitet. Wenn Sie das so drauf haben, dann sind Sie meine Rettung. Zum Beispiel das mit der Akustik. Ich kriege es einfach nicht in meinen Kopf rein. Akustik. Ja, ich habe hier einen Fragenkatalog dabei und würde gerne noch mal alles durchgehen. Hier, der Koinzidenzeffekt. Koinzidenz. So schwer kann das nicht sein. Nicht so schwer? Ich raff davon überhaupt nichts. Gut, das mit der Dispersion, das geht ja noch. Aber Dispersion? Vielleicht müsste Herr Brandner doch noch mal in sein Lehrbuch reinschauen. Das ist Quatsch. Ich bin sehr gut vorbereitet. Aber mir fällt gerade ein, ich habe überhaupt keine Zeit. Aber wir wollten noch zusammen... Ja, ich hab völlig vergessen, mein Sportprogramm zu absolvieren. Sportprogramm? Je Oller, je Dollar. Aber wie gesagt, wir müssen das doch noch mal wiederholen. Tut mir leid. Es tut mir leid, Miriam. Ist vom Arzt erordnet. Wissen Sie, wegen der grauen Zellen, Sauerstoff. Wissen Sie, bei einer Prüfung wie heute Abend braucht es Sauerstoff in meinem Gehirn. Danke. Es tut mir leid, aber wir telefonieren vielleicht nachher noch mal. Ich bin... Tschüss. Danke, danke. Tschüss. Ich weiß, was ich Andi und dir angetan habe. Das kann ich nicht wieder gut machen. Und ich will mich auch nicht zum 100. Mal entschuldigen. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich kann es nicht rückgängig machen. So ist es. Und das soll jetzt wirklich keine blöde Entschuldigung sein. Aber ich war krank. Weißt du, was das Schlimmste für mich ist? Dass ich zerstört habe, was wir beide miteinander hatten. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich meine diese ganz besondere Verbindung zwischen Zwillingen, die es nur bei uns gibt. Dass der eine weiß, was der andere denkt. Dass man spürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Obwohl er auf der anderen Seite der Erdkugel ist. Dass nichts auf der Welt einen trennen kann.
Ich habe mich geändert. Ich glaub dir das sogar. Aber Es ist zu spät. Und was wollte sie von dir? sie hat mich nochmal nach meiner Zeugenaussage befragt, wie das genau war und so. Das war alles. Komisch. Und dafür hat sie so wichtig getan? Ja, was weiß ich? Hat sie dich nicht auch nochmal befragt? Und mir unmissverständlich zu verstehen gegeben, wie sehr sie von meiner Schuld überzeugt ist. Ja, ein Gutes hat das Ganze. Wir können an Elisabeths und Ludwigs Hochzeit teilnehmen. Abwarten. Nee, ich glaube, das kannst du vergessen. Du darfst nicht ausreisen und du stehst jetzt unter Mordverdacht. Nicht mehr lange. Das wird sie sicher alles schnell aufklären. Hoffentlich. Du glaubst das doch nicht, was die Wolf erzählt. Dass ich Antonia... Nein, so ein Quatsch. Ich vertraue dir. Was denkst du denn? Dynamische Eigenschaften, Ermittlung der Eigenschwingung mittels Modalanalyse. Mittels Modalanalyse. Eigenschwingung mittels... Hallihallo. Ich dachte mir, dass du dich hier vergraben hast. Darling. Hör mal, Arno, was hältst du davon, wenn wir Elisabeth und Ludwig Karten für Bayreuth schenken? Ja, sehr schön. Aber weißt du... Naja, du hast recht, vielleicht ist das noch ein bisschen weit hin. Aber weißt du, was ich Wann hat man denn nirgendwo seine Ruhe? Was hast du denn? Nach was ich habe. Ein Buch voller Absurditäten, die heute Abend noch in diesen Schädel müssen. Ach so. Prüfungsstress, ja? Ich habe völlig vergessen, mich um diesen Stoff zu kümmern. Muss heute Abend zur Prüfung. Und der Firma geht's hoch her. Wir haben zig Baustellen. Und ich kann den neuen Geschäftsführer nicht sich selbst überlassen. Aber Matthias hat ihn doch noch eingewiesen vor seiner Abreise. Ach, die Sanierung auf Königsbrunn, das ist mein Projekt. Ich muss da heute noch hin. Kannst du mir sagen, wie ich das alles bewerkstelligen soll? Kann es sein, mein Freund, dass du dich mit Brandnerbau und dem Studium ein bisschen übernommen hast? Hier, Süße, deine heiße Schokolade. Ist echt schön hier im Park. Wir sind viel zu selten hier. Ja, finde ich auch. Hast du später noch was vor? Ich treffe mich noch mit Rebecca und Sebastian. Wir wollten uns noch ein Hochzeitsgeschenk überlegen. Was denn mit dem Fotoalbum? Ja, das ist ja eher so mein persönliches Geschenk an die beiden. Ja, die beiden werden sich auf jeden Fall freuen. Ach, das habe ich dir noch nicht erzählt. Arno ist neuerdings unter die Sportler gegangen. Obwohl, das war bestimmt nur eine Ausrede von ihm. Ich war eben bei ihm. Er und Miri wollten eigentlich lernen. Auf einmal steht er auf und meint, Ich habe Tristan getroffen. Oh Mann. Der Typ regt mich nur auf. Was hat er diesmal wieder angestellt? Nichts. Es war auch überhaupt nicht schlimm. Das heißt, Komm, du kannst mir das ruhig erzählen. Ich werde mich auch nicht aufregen. ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass er sich wirklich verändert hat. Ja, und dass er so langsam begreift, was er verloren hat. Genauso wie ich. Ich weiß, du kannst das vielleicht nicht nachvollziehen, aber mein Bruder war alles für mich. Er war wichtiger für mich als meine anderen Geschwister. Ja, wichtiger sogar als meine Eltern. Er war eine Hälfte von mir und ich eine von ihm. Und das ist zerbrochen. Für immer. Ich habe das Gefühl, als hätte jemand einen Teil aus mir herausgerissen. Nico, was machst du denn noch hier? Habt ihr euren Flieger verpasst? Nein, wir mussten unsere Reise verschieben. Was?
Komm, setz dich. Warum denn um alles in der Welt? Wenn ich das nur wüsste. Bis vor einer Stunde dachte ich noch, dass Philipp und ich, dass wir irgendwo weit weg neu anfangen. Habt ihr euch gestritten? Aber seine Vergangenheit lässt man nicht einfach hinter sich. Die trägt man immer mit sich, egal wohin man geht. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Erklärst du mir trotzdem, was eigentlich passiert ist? Die Polizei war da. Es gibt Zweifel, dass Antonia sich selbst umgebracht hat. Du meinst? Sie gehen davon aus, dass es Mord ist. Und Philipp? Philipp soll sie umgebracht haben? Das ist doch absurd. Aber du glaubst doch auch, dass Philipp nichts mit dem Tod von Frau Weber zu tun hat, oder? Natürlich. Nico, du weißt, du kannst mit mir über alles reden. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich weiß doch gar nicht, was auf Aruba überhaupt passiert ist. Was ist, wenn er mich wieder hintergangen hat, mich belogen hat? Das wäre schließlich nicht das erste Mal. Ja, das stimmt, aber ich hatte den Eindruck, dass er mit seiner Vergangenheit endgültig abgeschlossen hat. Ihr habt so glücklich ausgesehen. Ja, das waren wir auch. Ich jedenfalls. Na, hat wohl nicht funktioniert, Ihr kleiner Fluchtversuch, was? Sie glauben gar nicht, wie leid mir das tut. Ich fürchte, Sie haben immer noch nicht verstanden. Prinz zu Hohenfeld möchte nicht mit Ihnen sprechen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das tut mir aber leid für Sie. Luca, Herr Pflock möchte gehen. Bin schon weg. Wir sprechen uns. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, die Rechnung bitte. Ich wusste, es war ein Fehler, sich hier zu treffen. Trotzdem danke, dass du gekommen bist, um dir meinen Familienfrust anzuhören. Jetzt vergiss den Idioten doch einfach. Ich wäre jetzt mit Nicola im Flieger nach Buenos Aires. Stattdessen... Ja, aber Philipp, es war auch ziemlich naiv von dir zu glauben, dass du einfach so das Land verlassen kannst. Bislang ist die ganze Welt von Selbstmord ausgegangen, was es auch war. Ja, aber dass die Polizei Antonias Tod auch auf Mord hin untersucht, ist nicht ganz abwegig. Du warst derjenige, der sie gefunden hat. Ist doch logisch, dass du erst mal hier bleiben musst. Trotzdem, für diese Kommissare bin ich doch längst der Täter. Was du jetzt brauchst, ist ein richtig guter Anwalt. Ich meine, sie hat sogar die Fingerabdrücke abgewischt, um die Spur auf dich zu lenken. Nicht nur das. Was? Ach, nichts. Tja, ansonsten musst du eben so lange warten, bis sich alles aufgeklärt hat. Und das kann dauern. Dir bleibt nichts anderes übrig. Wir telefonieren. Hallo, die Herren. Hallo, Ludwig. Hi. Na, das sieht ja schon ganz gut aus. Also, soweit ich das als Laie beurteilen kann. Sind die Baugutachter schon bestellt? Ich musste den Termin zwar verschieben, aber die Herren kommen morgen früh. Wunderbar. Dann kann ich ja den Termin bei der Bank nächste Woche anvisieren. Vorausgesetzt, du hast alle Auflagen erfüllt. Ich glaube, davon kannst du ausgehen. Na gut, dann sehen wir uns morgen früh. Tschüss. Tschüss. Ja, da hast du das Beispiel eines pflegeleichten Auftragsgebers. Hat da etwa jemand Schiss vor seiner Prüfung? Werd mal nicht frech, ja? Sorgt lieber dafür, dass die Leute da noch mal drüber gehen. Sicher, Chef. Und du auch noch mal, verdammt. Und Sie verschwinden jetzt endlich, denn wir kommen ja auch ohne Sie klar. Ach, ich sollte das Ganze noch mal abgehen und Proben nehmen. Ich glaube eher, Sie wollen sich vor der Prüfung drücken. Ich kann mich also auf euch uns verlassen. verlassen, ganz genau. Also tschüss und viel Erfolg. Da war das. Sie können sich auf uns verlassen, Herr Brandner. Wie wär's denn mit einem Gutschein für eine Städtereise? Ja, nicht gerade spannend. Meinst du nicht, die beiden haben schon alles gesehen? Ist doch egal. Ich glaube, die beiden sind ganz dankbar, wenn die mal für eine Zeit lang rauskommen bei dem Stress hier. Hi, Lena. Träumst du? Du sollst doch mitentscheiden. Worüber? Eine Ballonfahrt über Königsbrunn. Sag mal, geht's dir nicht gut? Doch, ja. Ja?
Ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber ich musste gerade an Tristan denken. Er fehlt mir irgendwie. Ja, mir auch. Er würde wahrscheinlich jetzt hier sitzen und ganz schlaue Vorschläge machen. Ein Aktienpaket. Oh, sehr romantisch. Aber er würde so lange auf uns einreden, bis wir alle zustimmen. Aber er ist nicht hier und ist auch selbst schuld, also weiter. Ballonfahrt? Also ich weiß nicht. Können wir ihm nicht irgendwie so ein Wellness-Wochenende schenken? Ich habe da letztens einen Artikel gelesen über Bali, war das, glaube ich. Ja, mit Massagen und allem Schnickschnack. Ja, ein Wochenende nach Bali. Mit Massage und allem Schnickschnack. Ist schon klar. Lass das. Ich das lassen soll. Du bist so blöd. Arno, na, sag mal, ist deine Prüfung schon vorbei? Nein, erst in einer Stunde. Aber in diesen Schädel geht sowieso nichts mehr rein. Und außerdem, vorhin, da war ich etwas ruppig zu dir. Das hast du nicht verdient. Ich möchte mich in aller Form von... Schwamm drüber. Du bist im Stress und da muss man ja nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber kann ich sonst irgendwas für dich tun, dich irgendwie unterstützen? Ja, vielleicht mit einer kleinen Stärkung für die Zellen. Bitte. Ja. Oh. Du bist auch hier. Sieht so aus. So, Jungs, halbe Stunde Pause. Danach verputzen wir die 2 Stellen hier vorne noch mal. Ich kontrolliere das. So, und wenn dann alles Taco ist, dann haben wir Feierabend. Bist du jetzt hier der Chef oder was? Ich bin nur Hilfsarbeiter. Aber Herr Brandner weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Andi, der schafft das schon mit der Baustelle. Also wenn ich dich richtig verstanden habe. Nur wenn die Sanierung erfolgreich läuft, bekommt Ludwig den Kredit. Das heißt aber doch mit anderen Worten, wenn die das Geld nicht haben, dann bricht für die Lahnsteins alles zusammen. Die sind erledigt. Denkst du nicht, dass du ihm damit etwas zu viel Verantwortung zumutest? Nein, Andi nicht. Andi wird mich nicht enttäuschen. Nicht, Andi? Das ist aber ganz schön mutig von Herrn Brandner. Sehr witzig. Aber auch wenn du das sowieso nicht verstehst. Herr Brandner weiß, dass ich ihm den Rücken frei halte. Verzeihen Sie, es sind 2 Herren für Sie da. Es geht um das Baugutachten nach der Schwammsanierung. Der Termin ist erst morgen. Herr Brandner hat ihn extra verschoben. Ach, davon weiß ich nichts. Und morgen haben wir auch gar keine Zeit. Also, Irgendetwas stimmt da nicht. Ich glaube, Philipp hatte nie vor, Nicola zu verlassen. Er will gleich kommen und mit mir reden. Aber das glaube ich ihm nicht. Ich glaube, er will mich umbringen. Hi, alles klar? Was liest du denn da? Nichts Besonderes. Ich mach mir einen Tee, willst du auch einen? Mhm, gerne. Was ist denn da? Wir haben noch 2 Plätze in der Business Class bekommen. Bitte? Du willst abhauen? Sag, dass das nicht wahr ist. Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Du kannst es doch jetzt nicht hängen lassen. Ich habe euch gleich gesagt, dass ich nicht den ganzen Tag Zeit habe. Ich muss zum Flughafen. Kannst du deine Geschäftsreise nicht verschieben oder... Ja, schon gut, war ja nur eine Frage. Jetzt haben wir immer noch kein Geschenk für die beiden. Dann denk doch zur Abwechslung mal nicht nur an deine kleine Freundin. Ach, früher war das mit dem Schenken irgendwie einfacher. Könnt ihr euch noch an unsere Theateraufführung erinnern? Oh je. Wieso? Unseren Eltern hat's doch immer super gefallen. Ja, wir haben auch alles gegeben. Besonders deine Kostüme, die waren immer sehr fantasievoll. Tristan hat den Räuber Hotzenplotz so überzeugend gespielt, dass ich mir fast in die Hosen gemacht habe. Ja. Wir 4 waren schon ein richtiges Dreamteam damals.
Entschuldigen Sie. Ich dachte schon. Und, kommt Herr Brandner? Nein, er ist leider unabkömmlich. Aber ich kann ihn vertreten. Ja gut, okay, ich weiß, dass ich nicht über seine langjährige Erfahrung verfüge, aber hey, ich kenne mich aus. Na ja, gut, vielleicht rufe ich ihn doch noch mal an. Herr Brandner, Ihr Handy. Ja. Hallo, Herr Brandner, ich bin's. Tut mir leid. Aber die Baugutachter sind da. Was? Aber ich habe den Termin doch abgesagt. Keine Ahnung. Die wissen von nichts. Und haben wohl auch erst nächsten Monat wieder einen Termin frei. Andi, du musst mir jetzt helfen. Du musst es machen. Würde ich ja gerne machen, aber die bestehen darauf, dass Sie vorbeikommen. Ich kann jetzt hier nicht weg. Ich bin mitten in der Prüfung. Ja, und was ist mit der Baustelle? Hallo? Herr Brandner? Oh nein. Philipp, du machst dich strafbar, wenn du jetzt abhaust. Geht das eigentlich nicht in deinen Kopf? Ich kann so aber nicht leben, auf der Flucht vor der Presse und der Willkür der Polizei ausgesetzt. Sag mal, tickst du noch ganz sauber? Willkür? Das Ganze ist vielleicht blöd gelaufen, aber das wird sich auch wieder klären. Ich trau dieser Wolf nicht über den Weg. Auch die Wolf kann dich ohne Beweise nicht verhaften. Schließlich bist du ja unschuldig. So wie du das sagst, denkst du doch auch schon, ich hätte Antonia umgebracht. Ja, und so wie du dich verhältst, machst du es mir wirklich nicht leicht, an deine Unschuld zu glauben. Wusste ich's doch! Was weiß ich? Ich kenne doch nur deine Version. Die du mir nicht glaubst. Was weiß ich denn, was auf Aruba wirklich passiert ist? Ist doch schon komisch, dass die Polizei nichts von dieser Verhaftung weiß. Und kaum bist du wieder hier in Düsseldorf, da taucht Antonia urplötzlich auch wieder hier auf. Kennst du mich wirklich so wenig? Was erwartest du denn? Ich kann nicht von dir verlangen, dass du mir glaubst, aber ich kann dich nur bitten. Und wenn selbst das nicht reicht, dann lassen wir das. Dann hat das mit uns keinen Sinn mehr.